Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video und gleichzeitig auch in der neuen Podcast-Folge bei Straff in Zeit. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Das ist richtig geil. Weihnachten ist vorbei und ich hoffe, du konntest die Weihnachtstage genießen, konntest ordentlich Kraft tanken, konntest ein bisschen in die Ruhe und in die Entspannung abtauchen, neue Energie daraus tanken und einfach die Zeit genießen. Vielleicht haben dir sogar die Adventsgedanken dabei geholfen, vielleicht konntest du den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Dein Feedback oder eure Nachrichten haben das auf jeden Fall bestätigt und das freut mich einfach so sehr, wenn ich meine Gedanken mit euch teilen kann und diese Gedanken euch dann sogar im besten Fall noch weiterhelfen. Und diese Woche, in der wir uns jetzt gerade befinden, zwischen Weihnachten und Silvester, die nutzen wir immer sehr, sehr gerne, um uns so ein bisschen mit dem vergangenen Jahr zu beschäftigen. Was alles so passiert ist, um ein bisschen zu reflektieren, was wir erleben durften, was wir gelernt haben und vielleicht auch so ein bisschen um Ziele, Wünsche und Ideen fürs neue Jahr aufzuschreiben. Und genau das machen wir beide, du und ich, heute zusammen. Ich lasse heute dich einfach ein bisschen daran teilhaben, wie ich mein Jahr 2021 reflektiere, was ich erleben durfte, was ich auch mit dir zusammen erleben durfte, was ich lernen durfte und was Wünsche, was Ziele und was vor allem neue Ideen sind für das neue Jahr 2022. Und wenn du möchtest, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, diese Folge, dieses Video dazu zu nutzen, um auch dein Jahr für dich selber mal zu reflektieren und dann im Anschluss an dieses Video auch für dich persönlich vielleicht 2, 3 Ziele oder Wünsche dir notierst. Genau darum soll es heute gehen und ich würde sagen, wir starten einfach direkt ein. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Letztes Video, letzte Podcast-Folge im Jahr 2021. Ready? Let's go! Und um in dieses Video reinzustarten, habe ich nämlich hier nochmal meine Liste, die ich mir Ende 2020 gemacht habe, beziehungsweise Anfang 2021 mit Zielen, Wünschen und Ideen, die ich gerne in diesem Jahr umsetzen wollte. Und das passt perfekt, dass wir damit einfach reinstarten. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, um da ein bisschen strukturiert durchzugehen, aber wir lassen die Energie einfach fließen. Und zwar fangen wir passend zu dieser Podcast-Folge damit an, mit dem Thema, den eigenen Podcast starten. Ich glaube, das haben wir geschafft. Also da können wir auf jeden Fall schon mal einen Haken dran setzen. Check, der eigene Podcast Straff in Zeit ist gestartet worden. Ja, und das schon direkt Anfang, Mitte Januar. Ich glaube, am 8. oder 9. Januar. Muss ich jetzt nochmal nachgucken, wann das genau war. Wir feiern jetzt demnächst Jubiläum. Einjähriger Geburtstag von Straff in Zeit. Unfassbar, was in dieser Zeit passiert ist. Ja, seit dem Release des Podcasts ist jede Woche eine Folge online gegangen. Bis auf die Sommerpause von, ich glaube, 3, 4 Wochen oder so, ist jeden Montag eine Podcast-Folge online gegangen. Wir sind jetzt insgesamt bei, ich glaube, 46 Folgen ungefähr. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Es macht so viel Spaß, da mit dir in den Austausch zu gehen und euch meine Gedanken einfach mitzugeben. In Audioform, dass ihr das auch wahrnehmt, dass ihr dieses Angebot mitnehmt und euch das wirklich weiterhilft. Das ist richtig schön, wie wir einfach mit Hilfe des Podcasts nochmal auf einer anderen Ebene connecten können. Gerade auch beim Spazierengehen oder so, dann einfach kurz die Kopfhörer rein, einen Podcast hören und so nochmal den Mehrwert oder die Denkanstöße auf eine andere Art und Weise verinnerlichen, als das jetzt vielleicht in einer Instagram-Story oder in einem geschriebenen Text irgendwie ist. Es ist beim Podcast irgendwie nochmal eine andere Verbindung, die da entsteht und dafür bin ich super dankbar, dass das jetzt in diesem Jahr entstehen durfte und einfach richtig gut läuft und richtig viel Spaß macht. Sehr, 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 sehr geil. Vielen herzlichen Dank, dass du da dabei bist. Und auch vielen herzlichen Dank an die wundervollen Interviewgäste, die ich schon bei Straff in Zeit begrüßen durfte und vielleicht auch im kommenden Jahr noch begrüßen darf. Super gespannt, wo die Reise mit Straff in Zeit noch hingeht. Ich habe das Gefühl, das wird richtig, richtig geil. Alright, nächster Punkt, der hier steht, genau da, YouTube starten. Direkt der nächste passende Punkt. Den eigenen YouTube-Kanal starten. Check, hat auch geklappt. Richtig geil, das fühlt sich einfach gut an, wenn man das so abhaken kann. Den eigenen YouTube-Kanal, da guckst du dir jetzt gerade das Video an.
Wir sind jetzt mittlerweile auch durch die Adventsreise auf 180 Abonnenten hochgeklettert und es macht einfach auch unfassbar viel Spaß, da Content für euch zu produzieren. Das ist richtig geil. So wie ich jetzt gerade hier dieses Video aufnehme, macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, da was zu teilen. Ja, ob es jetzt mentale Tipps sind, ob es Impulse sind, wie jetzt beispielsweise mit der Adventsreise, wo ich euch täglich da ein bisschen was für die mentale und seelische Fitness mitgegeben habe. Oder wenn es der Workout Wednesday ist, wenn ich euch da ein paar körperliche Fitness-Tipps mitgebe, um auch wirklich alle drei Bereiche zu bedienen. Ja, die körperliche Fitness, die mentale Fitness und auch die seelische Weiterentwicklung. Diese drei Bereiche, die versuche ich in allem, was ich tue, zu kombinieren. Ob es über den Podcast ist, ob es über YouTube ist oder über Instagram oder auch im Coaching ganz besonders, aber da kommen wir gleich noch zu. Deswegen macht das einfach so Spaß mit YouTube. Ja, die Live-Workouts, die ich da abfilme und hochlade, die Workout Wednesday Videos, wo ich euch einzelne Workout-Tipps noch mitgebe, auch gerade so zur Übungsausführung, Mind-Muscle Connection, aber vor allem auch für die mentale Fitness. Deswegen freut mich das so sehr, dass die Adventsreise, ja, diese täglichen Impulse einfach so gut bei euch angekommen sind. Weil mir das persönlich auch unfassbar viel Spaß macht, darüber zu sprechen, das mit euch zu teilen. Das freut mich einfach voll. Und YouTube-Kanal, check, das wird noch eine spannende Reise, wo das hingehen darf. Und ich freue mich einfach so sehr, dass das in diesem Jahr geklappt hat und auch so erfolgreich schon ist. Richtig geil. Nächster Punkt, mehr Live-Action. Mehr Live-Action trifft's auch ganz gut. Ja, die Live-Workouts, die konnten wir immer weiterentwickeln, die sind in der Qualität immer mehr gestiegen, die Gruppendynamik ist immer mehr gewachsen. Ja, wir haben jetzt so eine richtige Gruppe, die da zusammengewachsen ist und entstanden ist und das ist auch einfach super, super schön. Ja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch das Summer Jam Workout Special angucken, was wir im Sommer abgerissen haben. Ich kann dir hier gerne nochmal das Video verlinken, dann kannst du dir das in Ruhe angucken. Das haben wir hier im Garten zusammen entzündet, online und offline zusammen. Und allein sowas, was wir da auf die Beine gestellt haben zusammen, das ist ja unfassbar geil, was da entstanden ist. Jedes Mal, jetzt auch wieder bei der Workout Weihnachtsfeier, ich stelle dann hier die Kamera auf, wir sind dann zusammen live, dann wird hier ein extrem geiles, intensives Workout gezündet. Wir dancen zusammen rum, haben einfach Spaß und schalten den Kopf, diesen ganzen Gedankenstrom einfach mal für eine Stunde aus, trainieren zusammen, sind happy und ja, gehen danach mit einem ordentlichen Grinsen im Gesicht aus unserem Zoom-Meeting raus. Wenn diese Live-Energie zündet, wenn einen das packt, das ist einfach ein richtig geiles Gefühl und dafür bin ich dir extrem dankbar. Und bei den Live-Workouts bin ich auch mal sehr gespannt, wo das im nächsten Jahr noch hingeht. Kleiner Spoiler vorweg, da wird es noch eine interessante Kooperation geben, sage ich mal, mit zwei anderen geilen Menschen, was wir da zusammen noch auf die Beine stellen können, was wir auch online und offline zusammen anbieten werden. Das verrate ich euch in den nächsten Tagen. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr geil werden. Freue ich mich extrem drauf. Nächster Punkt ist die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Ich bin da gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, dass ich versuche, diese drei Bereiche in allem, was ich tue, zu verkörpern oder euch näher zu bringen. Und was ich jetzt auch gerade in dem letzten Jahr und speziell in den letzten Monaten immer mehr oder verstärkter noch lernen durfte, was passiert, wenn einer dieser drei Bereiche wegfällt oder was das bedeutet. Bei mir war es jetzt zum Beispiel die körperliche Fitness, die so ein bisschen runtergegangen ist durch die ganzen Sachen mit dem ISG hinten, dann mit der Erkältung, die uns alle, glaube ich, irgendwie so ein bisschen lahmgelegt hat, richtig trainieren konnte, nicht richtig laufen gehen konnte. Und dass ich dadurch einfach wieder mal gemerkt habe, wie wichtig die Kombination aus diesen drei Bereichen ist. Körper, Geist und Seele. Bei mir war es jetzt zum Beispiel der körperliche Bereich, der jetzt in dem letzten Jahr oder letzten Monaten so ein bisschen runtergefahren ist, wo ich einfach so eine kleine Sportpause machen musste, so eine Zwangspause, konnte nicht richtig laufen gehen und wenn es dann wieder mal so leicht besser wurde, dann habe ich wieder entspannt angefangen und dann kam aber wieder direkt der nächste Schlag und irgendwie ist das immer noch nicht so ganz weg. Wenn einer dieser Bereiche wegfällt und du dich bisher immer auf diesen Bereich verlassen konntest, ja, der Körper zum Beispiel, der hat bisher immer, zum Glück, sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn das dann auf einmal nicht mehr so ist, dann ja, ist so dieser Anker, an den du dich immer so ein bisschen geklammert hast, bricht dann auf einmal weg. Und das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes oder so gewesen, ne? Aber es hat mich einfach aus meiner gewohnten Routine so ein bisschen rausgerissen. Und das macht was mit dir.
das macht vor allem mental was mit dir. Weil wenn du diese Routine drin hast, dann ist das ein Teil deines Lebens. Dann ist das ein Teil deines Tages. Und wenn das auf einmal wegfällt, dann ist da so ein Loch und dann musst du das irgendwie mit was anderem füllen oder musst damit erstmal klarkommen, dass dieses Loch da ist. Ich persönlich durfte die Zeit dann einfach nutzen, um so ein bisschen mehr in diese anderen beiden Bereiche, Geist und Seele, einzutauchen. Was mir persönlich total gut getan hat. Ja, so konnte ich beispielsweise tiefer in das Thema Meditation eintauchen. Konnte da diverse Benefits für mich draus ziehen, für meine innere Ruhe, für mein Gleichgewicht, meine Balance, was mir das alles schenken kann, wenn ich einfach nur bei mir bin. Zu lernen, kurz innezuhalten in einigen Momenten, um dieses automatisierte Handeln, was wir den ganzen Tag über drin haben, einfach mal zu durchbrechen, sodass du mehr Aufmerksamkeit in deinen Alltag zurückbringst für die ganz, ganz kleinen Dinge und vor allem auch deine Wahrnehmung steigerst. Und so dein Leben und das, was du machst, wieder bewusst lernst wahrzunehmen. Und gerade für die kleinen Dinge, denn die machen den Unterschied. Und genau deswegen habe ich jetzt auch die Adventsreise mit euch gemacht, um einfach gerade in dieser Zeit jetzt ein bisschen mehr Achtsamkeit und ein bisschen mehr Wahrnehmung in den Alltag zurückzubringen. Dass wir mit einer ganz anderen Energie in unseren Tag reinstarten. Und diese Adventsreise war jetzt die perfekte Vorbereitung für unseren gemeinsamen Meditationskurs, der jetzt auch Anfang des Jahres mit der Website zusammen online gehen wird. Und da gebe ich dir einfach meine persönlichen Erfahrungen, die ich im letzten Jahr und davor auch mit Meditation machen durfte, gebe ich dir in diesem Kurs weiter. Ich möchte das mit dir teilen. Aber mehr dazu kommt dann Anfang des Jahres nochmal in einem separaten Video. Was ist noch passiert im Jahr 2021? Eine richtig geile Sache. Denn die Straff in Zeit-Uni ist geboren worden. Mein persönliches 1:1 Coaching ist damit erschaffen worden. Das ist so ein großer Schritt gewesen für mich in diesem Jahr, weil da einfach meine komplette Entwicklung der letzten Jahre drinsteckt. Meine komplette Energie da reingeflossen ist. Und deswegen ist das einfach so ein mega Milestone für mich, den ich dieses Jahr erreichen durfte und den ich mit dir zusammen auch erschaffen konnte. Mit der Straff in Zeit-Uni zusammen ist auch, ich habe es hier natürlich nochmal liegen, das Workbook. Das Workbook ist auch entstanden. Das ist alles dieses Jahr passiert und das sprengt jetzt schon meinen Kopf. Ja? Podcast, YouTube, Meditation, Coaching, die Straff in Zeit-Uni, das Workbook. Es ist so unfassbar viel passiert, was dieses Jahr einfach unfassbar geil macht. Und das Workbook, das ist einfach nur noch so on top, was jetzt bei der Straff in Zeit-Uni alles abgeht, was ich auch in den letzten Wochen jetzt noch alles erleben durfte, wie ich in die Zusammenarbeit mit euch gegangen bin und was für ein Benefit, was für ein Mehrwert einfach aus dieser Kombination von dem Workbook, der Arbeit da drin, mit den ganzen Arbeitsblättern und Remindern und alles, was hier drin ist, was damit so einhergeht und dann in unseren Calls, in den persönlichen Sessions dann. Diese Kombination daraus ist einfach unfassbar wertvoll. Und das durfte ich jetzt die letzten Monate und Wochen schon erfahren. Das ist einfach unfassbar schön. Das ist so ein richtiges Herzensprojekt. Deswegen freut mich das so sehr, dass das dieses Jahr entstehen durfte. Bin unfassbar gespannt und voller Vorfreude, was jetzt 2022 alles passiert. Denn ich habe das Gefühl, dass das richtig, richtig fett wird. Das wird richtig, richtig geil. Und passend zu der Straff in Zeit-Uni, die dieses Jahr entstehen durfte, vielleicht noch so ein kleiner Impuls oder mein mit Abstand wichtigstes Learning, meine echt wichtigste Erfahrung, die ich dieses Jahr machen durfte, dass ich herausgefunden habe, was ich in meinem Leben wirklich machen möchte. Der Sinn meiner Existenz ist und womit ich persönlich euch allen oder den Menschen allgemein dienen kann, was ich weitergeben darf. Ja, das ist echt mit Abstand die wichtigste Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren und vor allem jetzt 2021 machen durfte. Ich habe vor allem jetzt in diesem Jahr gelernt, meine Energie in mir wirklich zu spüren, gerade auch durch die Verbindung von Körper, Geist und Seele, dieses Licht
in mir entzünde, meinen eigenen Wert erkenne und dieses Licht dann nach außen scheinen lasse. Und dadurch spüre, wie ich Menschen wirklich helfen kann, wie ich Menschen wirklich inspirieren kann und mit meiner Energie, mit meiner Ausstrahlung mitreißen kann. Wie ich auf meine persönliche und besondere Art und Weise auf Themen aufmerksam machen kann, die sonst vielleicht gar nicht an die spezielle Gruppe von Menschen gelangt wäre. Das habe ich jetzt in diesem Jahr für mich persönlich erkannt oder das durfte ich lernen. Was wir zusammen schon für eine Reise gegangen sind und auch noch weiterhin gehen dürfen, wie wertvoll das einfach ist. Das spüre ich einfach immer wieder, gerade auch in den einzelnen Coaching-Sessions. Wenn dann dieses Leuchten in den Augen auf einmal entsteht, wenn sich dieser magische Schalter umlegt und so ein kleiner Aha-Moment stattfindet. Das sind genau die Momente, die so unfassbar wertvoll sind. Die Energie fließen zu lassen und so wirklich einen positiven Impact auf das Leben einer anderen Person zu haben. Das ist unbezahlbar und unendlich wertvoll, was dadurch entstehen darf. Und genau das weiterzuentwickeln, diese Erfahrung so vielen Menschen wie möglich zu ermöglichen, meine Gedanken, meine Energie mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Genau das ist meine Mission. Das ist mein Sinn, mein Ziel, mein Wunsch für die kommenden Jahre, für 2022 und viele weitere Jahre, die hoffentlich noch kommen werden. Das ist meine persönliche Botschaft, die ich für mich erkannt habe und in die Welt hinaustragen möchte. Und genau deswegen bin ich so unendlich dankbar, dass du mich dabei unterstützt. Und das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, das sind so meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse, die ich im Jahr 2021 machen durfte. Und jetzt wird es auch richtig spannend, denn jetzt kommen wir zu den Learnings. Meine Learnings 2021, Punkt Nummer 1. Was du gibst, ist immer das, was du auch zurückkriegst. Wer hätte es gedacht? Habe ich in diesem Jahr und in den letzten Jahren immer wieder gesagt, immer wieder bestätigt bekommen und immer wieder mit euch geteilt, denn es ist so. Und wenn du darauf achtest, wird sich das auch für dich bestätigen. Nummer 2. Wenn du etwas wirklich willst, aus tiefstem Herzen, dann verhalte dich so, als wärst du es bereits, denn dann bist du es auch. Nummer 3. Handle nicht aus dieser Weg-von-Dynamik, sondern eher aus der Hin-zu-Dynamik. Das macht viel mehr Sinn und wenn du magst, erkläre ich dir auch sehr, sehr gerne, warum. Denn wenn du aus dieser Weg-von-Dynamik handelst, dann flüchtest du immer vor irgendwas, willst immer von irgendetwas weg und fokussierst dich dann genau auf die Dinge, von denen du weg möchtest. Das heißt, dein Fokus, deine Aufmerksamkeit geht auf die Dinge, die schlecht sind, was nicht sein darf, wovon du weg möchtest. Und aus dieser Dynamik heraus ist eine Veränderung super, super schwer möglich. Wenn du jedoch aus dieser Hin-zu-Dynamik handelst, dann geht dein Fokus auf die Bereiche, wo du hin möchtest. Deine Aufmerksamkeit richtet sich auf die Dinge, wo es hingehen soll. Und wie wir ja in den Adventsgedanken gelernt haben, das, worauf du persönlich deinen Fokus lenkst, genau das wird sich multiplizieren. Also fokussiere dich nicht darauf, wovon du weg möchtest, sondern fokussiere dich darauf, wo du hin möchtest. Wo möchtest du hin? Darauf geht dein Fokus. Denn dann wird sich genau das multiplizieren und nicht das, wovon du weg möchtest. Nummer 4. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und irgendwann macht alles Sinn. Das ist wie so ein Puzzle. Du sammelst verschiedene Teile und wenn du ein Puzzleteil in der Hand hast, dann siehst du es nicht. Dann siehst du nicht, welches Bild das dann ist. Ja, wenn du irgendwie die Tower Bridge puzzelst aus 20.000 Teilen und du hast ein Teil in der Hand, wo vielleicht ein Stück von den Seilen drauf ist, dann siehst du die Tower Bridge nicht. Aber wenn du mit den ganzen Puzzleteilen, die du in den Jahren über sammelst, auf einmal dein Puzzle dann zusammensetzt und dann setzt du dein Seilstück an die richtige Stelle, auf einmal ergibt sich dieses Bild. Und
Manchmal dauert das länger, ein Puzzle zu puzzeln, manchmal geht es schneller. Aber irgendwann wirst du dieses Puzzle fertigstellen und irgendwann macht alles einen Sinn für dich. Und dieser Moment ist unfassbar schön und genau diese Erkenntnis wünsche ich mir für dich. Und dabei möchte ich dich gerne mit diesen ganzen Impulsen, mit diesen ganzen Denkanstößen und der Energie, die ich dir schenke, unterstützen. Nummer 5. Deine Dankbarkeit und deine Wahrnehmung sind super wichtige Tools, wie du persönlich mehr Qualität und mehr Energie in deinen Alltag zurückbringen kannst. Und passend dazu möchte ich euch hier einfach auch noch den Raum geben, um eure Learnings zu teilen. Und genau deswegen habe ich gestern in meiner Instagram-Story noch gefragt, was dein größtes Learning 2021 ist. Und genau die möchte ich jetzt nochmal hier im offenen Raum mit dir gerne teilen, damit wir alle da den bestmöglichen Mehrwert draus ziehen können. Learning Nummer 1, und zwar das Glück nicht im Außen zu suchen. Sehr, 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 sehr wertvolles Learning und ich danke dir von Herzen fürs Teilen. Und ich glaube, das bestätigt einfach nochmal das, was ich jetzt gerade auch hier geteilt habe. Das Glück in dir zu suchen und nicht im Außen. Denn dann kommt das Glück auch wirklich bei dir an. Wundervolles Learning. Nächstes Learning. Ich darf mir mehr Raum für meine Emotionen und Bedürfnisse geben. Wundervoll. Wenn du dir keinen Raum für deine Emotionen und deine Bedürfnisse gibst, dann verlierst du dich ja komplett. Deswegen schau da sehr, sehr gerne näher hin. Und wenn du diese Erfahrung, dieses Learning in dem Jahr machen durftest, unfassbar wertvoll. Vielen Dank fürs Teilen. Nächstes Learning. Mein Ding machen. Nicht mehr auf andere oder etwas warten. Auch wertvoll. Auch hier vielen, vielen Dank fürs Teilen. Denn das ist auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Wenn du die ganze Zeit immer nur darauf wartest, dass irgendwas passiert oder dass sich irgendeine Person so verhält, damit du dann starten kannst, wartest du. Dann wartest du ewig. Deswegen mach dein Ding. Mach das nicht davon abhängig von anderen Leuten oder mach das erst recht nicht davon abhängig, was andere Leute darüber denken oder was sie darüber sagen. Das ist dein Ding. Also mach dein Ding. Sehr, sehr geiles Learning. Vielen, vielen Dank. Nächstes Learning. Ja, das macht Spaß. Das macht so Spaß, hier mit euch in den Austausch zu gehen. Das ist cool. Ich habe hier parallel eure Antworten aus dem Fragesticker offen. Gehe das hier zusammen durch. Das macht unfassbar viel Spaß. Das ist geil. Yes. Nächstes Learning. Erfolg beginnt, wenn du deine Komfortzone verlässt. Wichtig. Da, wo du dich wohlfühlst, da findet der Wachstum nicht wirklich statt, sondern immer da, wenn du dich auch so ein bisschen herausforderst. Wenn du dich selber so ein bisschen triggerst, da näher hinschaust und dann wieder die Herausforderung meisterst und so Schritt für Schritt immer weiterkommst. Richtig geiles Learning. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Weiter geht's. Und zwar meine Schattenanteile nicht mehr abzuspalten, sondern anzunehmen und ihnen Raum zu geben. Wow. Super wertvoll. Sehr, sehr tief auch, dass du dahin schaust, dir deiner Schattenanteile, wie du es so schön genannt hast, bewusst wirst, die wahrnimmst, sie dann akzeptieren kannst, dass sie da sind und dann damit arbeiten kannst. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Nächstes Learning. Vertrauen zu sich selbst zu haben und sich mehr zutrauen. Auch schön. Das geht so in direkter Verbindung mit diesem Adventsgedanken, den ich euch zu Heiligabend, zu Weihnachten hochgeladen habe. Und zwar, dass du Liebe schenkst, anderen, aber vor allem auch dir selbst. Weil für mich geht dieser Begriff Selbstliebe auch immer mit dem eigenen Selbstwert einher. Dass du deinen eigenen Wert erkennst und so die Liebe für dich selbst empfinden kannst und dann auch anderen geben kannst. Und dir dadurch auch mehr zutrauen kannst. Vielen Dank fürs Teilen. Sehr, sehr schönes Learning. Nächstes Learning. Ich bin stärker, als ich denke. Sehr cool. Richtig, richtig gut. Vielen Dank fürs Teilen. Wundervolles Learning. Und funktioniert auch in direkter Verbindung mit dem Learning, Erfolg beginnt, wenn du die Komfortzone verlässt. Ja? Du bist stärker, als du denkst. Das ist so. Das findest du aber nur heraus, wenn du deine Komfortzone auch verlässt. Wenn du die Herausforderung siehst
da rangehst und die Herausforderung dann meisterst. Und dann stellst du nämlich fest, dann hast du dieses praktische Beispiel. Dann hast du den Beweis dafür, dass du stärker bist, als du jetzt gerade denkst. Deswegen ist das ein unfassbar wertvolles und powervolles Learning. Richtig, richtig gut. Mach weiter so. Ich bin stolz darauf. Geil. Nächstes Learning. Sich nicht mit anderen zu vergleichen. Ist einfach wahr. Ich habe dir auch hier, kann ich nochmal den Adventsgedanken verlinken. Ständiges Vergleichen, so der einfachste und sicherste Weg ist zum Unglücklichsein. Hieß das, glaube ich, in dem Video. Schau dir das gerne nochmal an dazu. Erstmal vielen Dank fürs Teilen dieses Learnings. Und das ist so, so wichtig, gerade für deine mentale Gesundheit, dass du bei dir bist und nicht ständig mit den Gedanken irgendwo anders bist, bei irgendeiner anderen Person, die vielleicht das und das ein bisschen besser kann. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es geht um dich, dass du besser bist als du, nicht als irgendjemand anderes. Darum geht's. Nächstes Learning. Alleine sein ist eine verdammt gute Gesellschaft und ist nicht einsam sein. Wow, was habe ich hier für geile Leute in der Community, die solche Learnings teilen. Das ist ja Hammer. Also wirklich, vielen, vielen Dank. Das ist unfassbar geil, dieser Austausch mit euch. Alleine sein ist eine verdammt gute Gesellschaft und ist nicht einsam sein. Richtig gutes Learning. Alleine sein heißt nicht einsam sein. Und du kannst dir hier gerne mal die Frage dazu stellen, kannst du gut alleine sein? Und wenn du alleine bist, fühlst du dich dann einsam oder genießt du das vielleicht auch? Das ist eine powervolle Frage, die auch extrem damit zu tun hat, wie du selbst über dich denkst. Genau auf diesen Zusammenhang zwischen alleine sein und einsam sein gehen wir auch intensiv in der Stoff- und Zeit-Uni ein. Deswegen ist das ein sehr, sehr wertvolles Learning. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Mein Gott, herrliche Menschen hier. Nächstes Learning, meinem Körper zu vertrauen. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Sehr wertvoll. Bedeutet sehr, sehr viel. Gerade die Person, die das geschrieben hat, die hat da auch eine ordentliche Reise hinter sich. Wenn du sagst, deinem Körper zu vertrauen, auch nicht nur deinem Körper an sich, sondern auch allem, was dazugehört. Deinem Geist zu vertrauen, dir selbst zu vertrauen und auch zu wissen, was richtig für dich ist. Deswegen bedeutet das sehr, sehr viel, dass du dieses Learning gemacht hast und auch teilst. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch wirklich, dass ihr hier eure Learnings mit mir geteilt habt, dass ich euch das jetzt auch noch mitgeben konnte. Und ein Learning habe ich noch für dich, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Bereit? Und mein letztes Learning von 2021, mein 6. Learning für dich, ist die Energie. Deine Energie und wie du etwas tust, bestimmt einfach alles. Das ist die Magie der Energie. Und darauf zu vertrauen, ist unfassbar powerful. Und das sind meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse, meine Learnings des Jahres 2021. Das ist mein Jahresrückblick für dich, meine Reflexion, die wir jetzt zusammen einmal durchgegangen sind. Vielleicht konntest du ja den ein oder anderen Gedanken auch für dich mitnehmen. Und ich habe auch noch ein paar Tipps für dich. Wenn du dich jetzt nämlich gleich im Anschluss an dieses Video oder an diese Podcast-Folge einfach mal hinsetzt, ein bisschen bei dir bist, du nimmst dir einen Zettel, nimmst dir einen Stift oder machst das Ganze digital und schreibst dir einfach mal deine Wünsche, deine Ziele oder auch deine Ideen auf. Lässt das Jahr so ein bisschen Revue passieren. Tipp Nummer 1, denke und schreibe nicht aus dieser Weg-von-Dynamik, sondern aus diesem Hin-zu-Fokus. Das ist super wichtig, dass du dich darauf fokussierst. Und warum, habe ich dir ja gerade eben erklärt. Das, worauf wir unseren Fokus richten, das wird sich multiplizieren. Und das ist besonders wichtig, wenn du Wünsche, Ideen und Ziele formulierst. Und wenn neue Ideen in deinen Kopf kommen, dann gib diesen Gedanken, diesen Ideen den nötigen Raum, um sich zu entfalten, um diese Gedanken einfach mal weiterzudenken und zu schauen, wo die Reise hingehen darf. Und wenn du Hilfe brauchst beim Reflektieren oder da noch irgendeine Frage zu hast, wenn du auch irgendeine Frage hast zu einem Learning, zu irgendeiner Erfahrung, die ich dieses Jahr machen durfte, dann schreib mir herzlich gerne einfach mal eine Nachricht bei Instagram oder lass mich das hier in den Kommentaren wissen, wenn dir diese Reflexion gefallen hat. Wenn du vielleicht für dich auch den ein oder anderen Impuls mitnehmen konntest, dann
Lass mich das sehr, sehr gerne wissen und gib mir einfach mal einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Lass mich das in den Kommentaren sehr, sehr gerne wissen. Und dann wünsche ich dir von Herzen wirklich einen wundervollen Jahreswechsel. Ganz viel Spaß bei deiner Reflexion, bei deinem Fazit für 2021, wenn du das selber ziehst, beim Formulieren deiner Ideen, deiner Wünsche und deiner Ziele. Geh mal nach innen, nutze diese Tage für Entspannung, für Ruhe und einfach mal in dich zu gehen, um das Jahr Revue passieren zu lassen und dich dann auszurichten mit klarem Fokus, mit frischen Gedanken und mit viel, viel mehr Energie und Qualität, um dann mit Power in das Jahr 2022 reinzustarten. Ich danke dir so, so sehr für dieses wundervolle Jahr 2021. Was wir zusammen erleben durften, was wir erfahren durften und auf was für eine wundervolle und grandiose Reise wir beide uns zusammen begeben dürfen. Das ist richtig, richtig cool und ich weiß das so sehr zu schätzen, dass du hier dabei bist. Ich möchte mich von Herzen für deinen Support bedanken, für deine Unterstützung in diesem Jahr 2021, dass du hier dabei bist, dass du dir die Podcast-Folgen anhörst, dass du dir die YouTube-Videos anschaust, hier abonnierst, hier likest, hier kommentierst, dabei bist, mir dein Feedback, deine Gedanken als Nachrichten bei Instagram schreibst oder bei WhatsApp, dass du mich wirklich unterstützt und mich bei meinem Herzensprojekt, bei meiner Mission begleitest und ein Teil dieser Reise bist. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Deswegen ein ehrliches, aufrichtiges und herzliches Danke von mir an dich. Deswegen möchte ich das einfach alles mit dir teilen. Das hier ist die letzte Podcast-Folge und das letzte YouTube-Video im Jahr 2021. Wenn ich so an 2022 denke, empfinde ich einfach nur pure Freude. Pure Vorfreude auf alles, was in diesem Jahr passieren darf. Was wir zusammen alles erleben dürfen. Dass wir dann nächstes Jahr um diese Zeit hier wieder sitzen und uns zusammen ein richtig dickes, fettes, breites Grinsen und Lachen schenken können, weil wir uns genau so denken, ey, was dieses Jahr passiert ist, unfassbar. Das jetzt hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen, wünsche ich dir einfach wundervolle restliche Tage im Jahr 2021. Geh in dich, nutz die Ruhe, viel Spaß bei deiner Reflexion. Wenn du Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich dir ein wundervolles, entspanntes oder ereignisreiches Silvester, was bei dir auch immer anstehen mag. Und dann sehen wir uns Anfang 2022 wieder mit neuer Energie, neuer Kraft, frischem, klarem Fokus und der gleichen Freude fürs Leben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wie könnten wir das Jahr passender beenden, als mit den Worten Happy Inside ist gleich straff Outside. Ich feiere dich, du bist ein richtig geiler Mensch und ich bin unendlich dankbar, dass du hier bist. Dein Niklas. Ciao.